Hallo YouTube! Heute schauen wir uns mal bei Pixelgun 3D die Blogger-Party an, die ja aktuell da ist und eigentlich auch demnächst schon wieder endet. Und dort gibt es ja diese 3 Waffen zu bekommen. Die schauen wir uns heute an, ob die denn auch wirklich was taugen. Das ist doch nicht so schwer. Einfach auf meinen Channel gehen, INLP, auf Abonnieren klicken, das Glöckchen aktivieren und meine Videos liken und einen Kommentar schreiben, wie toll ich bin. Dankeschön! Wie schon eben gesagt, die Blogger-Party ist schon seit längerem draußen und damit kann man auch wieder 3 Waffen bekommen. Einmal wäre das die Snap Attacker, ein Scharfschützengewehr, dann ein Ecodar-Gewehr, das Ecodar-Gewehr primär und der Y-Launcher, eine spezielle Waffe. Genau, und wir rüsten die auch schon mal aus, oder ich meine, ich habe sie schon ausgerüstet. Ja, habe ich. Hier sieht man sie nochmal, ne? Also einmal die Ecodar, das Ecodar-Gewehr, oder ich glaube auch Krokodilgewehr. Und einmal das Scharfschützengewehr natürlich, der Snap Attacker. Und die andere Waffe rüste ich gleich noch aus. Das wird man später noch im Video sehen. Jedenfalls sieht man jetzt hier mal die erste Waffe in Aktion. Das ist die das Ecodar-Gewehr. Ja, okay, natürlich sieht man jetzt erstmal nur den Roboter, aber müsste gleich im Video, genau, hier sieht man die Waffe. Ist es der erste Kill? Nein, natürlich nicht. Natürlich erstmal nur Kill-Unterstützung. Dann einmal gestorben. Und hier dann Tatsache der erste Kill. Ist an sich erstmal relativ gut, finde ich. Also der erste Eindruck von der Waffe war bei mir eigentlich ein relativ guter. Da sie natürlich klar erstmal ziemlich stark ist. Sie ist auf mystisch, auf der Qualitätsstufe mystisch und man sieht hier, man macht auch relativ schnell mehrere Kills hintereinander. Und was interessant ist, es fühlt sich so ein bisschen an, die Waffe zu spielen, also wenn man die Waffe spielt, als hätte man so ein bisschen ein Scharfschützengewehr, eine Scharfschützenwaffe, aber halt mit einer extrem schnellen Nachladezeit, ne? Also eine Schussnachladezeit. Dass man irgendwie sowas hat, entweder wie ein sehr schnelles Scharfschützengewehr oder eben ein sehr langsames Gewehr, also eine sehr langsame Primärwaffe, wie man es sehen möchte. Aber auf jeden Fall die Kombination, dadurch, dass jeder Einzelschuss sehr, sehr stark ist, nicht genauso stark wie halt jetzt, sage ich mal, ein Scharfschützenschuss, sage ich mal. Also eine Scharfschützenwaffe, deren Schuss wäre wahrscheinlich nur ein ganzes Stück stärker, also nicht nur wahrscheinlich, ist ein ganzes Stück stärker. Aber die einzelnen Schüsse sind auch schon sehr, sehr stark und kommen dem sehr nah und man hat einfach verdammt viele Schüsse davon. Somit, auch wenn man mal daneben trifft, ist das nicht so wild. Man trifft trotzdem nach dem zweiten, dritten und macht ordentlich Damage und bringt den Gegner dann auch um, kriegt seinen Kill. Wunderbar. Also die Waffe überzeugt mich auf jeden Fall. Also die erste Waffe, die Ecodal, das Ecodal-Gewehr hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Hier jetzt im zweiten Ausschnitt, Spielausschnitt, die Snap Attacker, das Scharfschützengewehr, also hier wirklich das Scharfschützengewehr. Man sieht hier, ja, erster Kill eben gerade. Jetzt nutze ich mal den Roboter ganz schnell, ich weiß gar nicht, war ich verletzt? Jetzt sieht man natürlich nur den Zustand vom Roboter, aber nicht die von dem Spieler, also von mir, vom User. Vermutlich wollte ich gerade da einfach mal eine Safe-Situation, weil ich kaum noch Leben hatte und deswegen schnell den Roboter gewählt habe. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier, erster Kill. Gut, man muss natürlich sagen, ich bin nicht der Beste als Scharfschütze. Ich treffe noch nicht so gut. Meine Genauigkeit ist noch nicht so groß, nicht so genau. Aber wenn man mal trifft, besonders im Kopfbereich, ist der auch eigentlich auf First Shot auch sofort tot. Ne? Also erster Schuss ist er direkt auch dann down. Also direkt ein Kill hier auch noch. Ja, doch nicht. Da war wieder ein Cut, wahrscheinlich gerade gestorben. Ja, natürlich mal alle Niederlagen, immer wenn ich sterbe, schön rausgeschnitten, man kennt es. Hier auch nochmal einer, ja gut, da hat man es doch gesehen, da war ich doch einmal ganz kurz seriös, da hat man noch gesehen, dass ich auch einmal ganz kurz gestorben bin. So, hier noch ein Kill und dann, glaube ich, war da noch einer drin. Ja, ich glaube, da war noch einer drin. Genau, und dann war die Runde auch schon vorbei, den habe ich leider nicht mehr geschafft, ärgerlicherweise. Ja, bin leider gestorben und da war das Turnier dann auch schon vorbei. Also die Runde war dann schon vorbei, das Deathmatch, die Deathmatch-Runde. Ja, und hier sehen wir dann genau die letzte Waffe. Dazu kann ich sagen, warum man die eben gar nicht in meinem Inventar ausgewählt gesehen hat.
man hat es vielleicht auch ganz am Anfang schon gesehen, da hatte ich die Waffe noch gar nicht, als ich es aufgenommen habe. Die habe ich erst im Nachhinein, also das Video habe ich erst im Nachhinein dann irgendwann aufgenommen, als ich diese Waffe dann auch freigeschaltet hatte. Jedenfalls haben wir hier die Waffe, die Spezialwaffe der Y-Launcher oder Wii-Launcher. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Aber eine sehr interessante Waffe. Ich habe erst gedacht, naja, gut, hier mit dem Echo-Dye-Gewehr, da bin ich schon zufrieden mit. Besser wird's nicht. Scharfschützengewehr bin ich sowieso nicht so gut, ist nicht so meins. Ist wahrscheinlich trotzdem ein relativ gutes. Kann ich nicht hundertprozentig beurteilen, weil ich halt einfach nicht so gut bin als Scharfschütze. Aber ich denke mal, die Damage-Werte sind ordentlich von dem Scharfschützengewehr. Insofern passt das, denke ich. Aber jetzt hier die Spezialwaffe, ganz interessant, dass man hier Tatsache ja sowas wie Granaten oder Granaten, die erst nach einer gewissen Zeit explodieren oder sofort explodieren, wenn sie direkt den Gegner berühren. Oder indirekt, wenn man sie abschießt, sie nicht direkt den Gegner berühren, aber irgendwo auf dem Boden oder an der Wand haften. Ja, die haften dann richtig an den Stellen, wo sie dann eben ankommen. Und wenn dann ein Gegner darüber läuft, dagegen kommt oder irgendwie, ich glaube sogar leicht in die Nähe, ja, ich glaube eher so fast berühren, sowas in der Richtung ist das, dann explodiert die auch. Oder nach einer gewissen Zeit, meine ich so beobachtet zu haben. Ist mir auch eine coole Sache, weil so kann man natürlich einfach mal ein paar ja, Granaten oder zeitversetzte Granaten an Positionen stellen, hin platzieren, wo man vermutet, dass der Gegner da gleich hingeht. So kann man also auch im Nachhinein, nach dem Schuss, wenn man noch nicht getroffen hat oder auch beabsichtigt nicht treffen wollte, weil man hier jetzt speziell strategisch irgendwo hin platzieren wollte, im Nachhinein immer noch Kills holen. Ja? Also das ist halt eine coole Sache. Und stark ist sie natürlich auch, sie ist eine mystische Waffe. Die sind ja natürlich alle drei mystisch. Und hier Sieg, gut, es war Team Deathmatch, soweit ich weiß. Genau. Und da haben wir dann auch, ja, einen Sieg. Wir waren nicht Erster, aber damit kann man auch durchaus den ersten Platz machen. Als ich vorher einmal aufgenommen habe, da war das dann auch, dass ich da einmal, also wer sagt vorher aufgenommen, wo ich privat gespielt habe kurz, um die mal zu testen. Da habe ich also eben nicht aufgenommen, Entschuldigung. Da habe ich auch direkt den ersten Platz mal gemacht. Ja, also das funktioniert durchaus sehr gut. Und ich bin auf jeden Fall ziemlich überzeugt von der Waffe, weil sie gerade etwa auch mal was Neues an sich hat, was ich so noch nicht kannte. Ich weiß nicht genau, vielleicht gibt es auch ähnliche Waffen, die genauso sind. Jedenfalls hat mich dieses neue Design oder diese neue Art zu spielen auf jeden Fall überzeugt. Jo, das waren alle drei Waffen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und nicht vergessen zu abonnieren, du postpubertäre Nachteule.